Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Ich habe heute mal wieder was Besonderes vor. Und zwar habe ich das Orakel der inneren Stimmen. Und da gucken wir jetzt mal, was wir vielleicht übersehen oder wo wir einen blinden Fleck haben. Das sage ich gleich, das kann auch manchmal unangenehm sein. Es gibt nicht nur schöne Dinge, die wir ausblenden, aber hier ist die Selbstachtung gefallen und das Überleben. Und der Sieg. Wunderbar. Unterm Deck haben wir noch das Thema Neueinschätzung. Jetzt schauen wir uns mal an, was die Karten uns sagen wollen. Die Karte hier unten sagt, wir müssen irgendwas anders betrachten, mit dem höheren Selbst analysieren. Und es ist auch jetzt nicht die Zeit, irgendwie aufgrund von einem Gefühl, das man hat, sehr schnell zu handeln. Hier darf man auch ein bisschen gucken, ne? Sind meine Emotionen so, dass sie ins Drama gehen, oder habe ich das alles auch mit dem Verstand mit dabei, mit der Vernunft? Und es geht darum, dass man sich nicht von irgendeinem Moment, in dem man emotional sehr mitgenommen ist, treiben lässt, zu irgendwas zu reagieren, was vielleicht nachher nicht ganz richtig ist, ne? Es geht um das Ganze zu betrachten. Die Lupe haben wir hier drauf, ne? Lieber nochmal drüber schlafen, bevor man jetzt ruckzuck irgendetwas macht, was man nachher dann vielleicht ausbadet. Wir haben ja hier am Ende auch den Sieg über eine Sache, aber wir gucken einfach mal, wo fängt das ganze Thema an, und es fängt hier im Ausgang mit der Selbstachtung an. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, das wir alle auch irgendwo haben. Ja? Wie gehen wir mit uns um? Wie achten wir uns mit all unseren Dingen? Und wo sind meine Grenzen? Wie fühle ich mich? Gehöre ich irgendwo dazu oder fühle ich mich ausgegrenzt? Vielleicht habe ich eine Idee, ein Herzensprojekt, das ich so machen möchte, und mein Umfeld sagt, ja, da bin ich nicht mit dabei. Vielleicht hat dich auch irgendjemand gekränkt, im Stich gelassen oder missverstanden. Und es geht auch manchmal darum, dass man bei den Dingen sich gegen die Allgemeinheit behaupten muss oder sich durchsetzen darf, weil man es selber als Herzensprojekt sieht. Hier ist Erzengel Michael mit dabei, der uns auch sagt, dass was wir erleben, ist ein Teil unserer Erfahrung, die wir hier auf der Erde machen. Und es ist so, dass man hier immer mehr lernt, im Englischen sagt man don't give a, also es ist egal, was das Außen denkt, ich gebe nichts drauf, ich bleibe bei mir und meinen Herzensdingen. Hier geht es auch darum, dass man nicht immer nach Anerkennung sucht, gerade bei dem, was man tut, sondern dass man selbst weiß, dass es für einen selbst gut ist. Und es geht vor allem darum, dass man keine Angst davor hat, sich für seine Überzeugungen zu platzieren. Es ist unser Weg und unser Leben, und keiner kann uns sagen, wie wir das leben sollen. Aber das kommt oft vor, ne? So, dann haben wir hier in der Mitte, was ist so die Brücke, bis wir hier beim Sieg sind? Das Überleben, und da geht es um Ausdauer, um Wachsamkeit, um Durchhaltevermögen. Hier wird gesehen, dass man verletzt ist, ne? Das Bild spricht ja auch für sich, ne? Und es kann sein, hier gab es Angriffe oder auch Verleumdungen oder
Jemand hat dich verraten und verkauft. Vielleicht auch durch irgendeine Entscheidung, die man gefällt hat. Hier ist man schon so auch ein bisschen Trauschau wem unterwegs. Und hier darf man sich auch sagen, es ist nicht meine Schuld, was andere mir angetan haben. Ne? Es ist nicht meine Schuld. Menschen machen alle Fehler. Und es ist auch nicht unsere Schuld, wenn wir uns verletzt fühlen. Das ist eben das, was man hier genau angucken muss. Es ist so leicht zu sagen, du bist schuld, aber ich bin nicht schuld, weil ein anderer was Schlechtes mit mir macht und ich bin auch nicht schuld, weil ich mich dann danach verletzt fühle. Hier lernt man mehr und mehr auch zu den Verletzungen und Enttäuschungen zu stehen. Es geht auch ein bisschen um die Verteidigungsmechanismen. Und hier ist so wohlgemeinte Energie. Hier ist ja der uns in die Genesung führt, zu sehen. Und man hat hier auch so dieses Erlebnis oder diese Einsicht, dass es egal ist, was war, es ist vorbei, wir können das Rädchen nicht mehr zurückdrehen und wir sind in Sicherheit, wir sind wahre Überlebenskünstler, wir haben wieder etwas geschafft und hinter uns gebracht. Und hier kommt jetzt dann tatsächlich der Sieg für uns. Hier hat man dann das Thema Triumph, Erfolg, Führungsqualität. Und die Karte sagt, dass die göttlichen Helfer präsent sind und gute Nachrichten überbringen, dass alles, an was man gearbeitet hat, erfolgreich sein wird. Und es gibt auch keine schlechten Nachrichten, außer die eine vielleicht, dass man den Erfolg sich selbst auch gönnen muss und ihn genießen kann. Vor allem auch, wenn man ihn zum Beispiel alleine zustande gebracht hat. Das heißt jetzt auch nicht, dass wir abheben sollen oder gar unser Licht unter den Scheffel stellen. Man darf schon strahlen, wir haben es verdient. Hier kommen die Sternchen vom Himmel für uns geregnet. Und daraus resultiert einfach auch das Thema, dass wir dankbar sein dürfen. Und auch dankbar die Beiträge denen zurückzugeben, die mitgeholfen haben. Das wäre jetzt zum Beispiel mein YouTube, das lebt ja von euch und mit dieser Community. Ich wäre ohne euch nichts. Ich würde meine Videos hier gegen die Wand sprechen. Ne? Sowas ist da gemeint, dass man etwas erlebt, was Erfolg mitbringt, dass man aber auch die nicht vergisst, die da mitgeholfen haben. Viele haben von uns schon den Spruch gehört, dass es einsam an der Spitze ist. Aber wenn wir das Scheinwerferlicht, das wir eben errungen haben für uns mit anderen teilen, dann wird dies nicht passieren. Eine wunderbare Legung, ihr Lieben. Wir lassen noch ein Vögelchen springen und dann lassen wir es so stehen. Ihr könnt mir gerne drunter schreiben, ob ihr das ab und zu mal sehen wollt. Es ist halt wirklich, da geht es um unsere innere Stimme oder über Punkte, die wir gerne übersehen oder wegdrängeln. Hier ist der Kuckuck. Ich komme in dein Leben und bringe dir Heiterkeit, Gelassenheit und Vertrauen. Warte nicht länger, gehe los, erkenne deine alten Muster und überwinde sie. Lasse Neues entstehen. Ihr Lieben, ich wünsche euch heute einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.